Ja, Gott zum Gruß, ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen, Hulda Offenbauer. Ich möchte euch an einer riesengroßen Erfahrung teilnehmen lassen, wo ich irgendwo, könnte man fast schon sagen, eine Bewusstseinserweiterung oder einen Bewusstseinssprung gemacht habe. Den Himmel und das Reich Gottes gibt es wirklich. Und der Tod ist eine große Lüge. Nämlich dahingehend die Lüge, dass mit dem Tod alles aus ist. Das stimmt nicht. Das ist eine große Lüge, die Satan die der Teufel uns hier auftischt. Ich war jetzt einmal sowieso für 2 Wochen gesperrt auf YouTube. Das hat gepasst, ja, weil ansonsten hätten wir dieses Ereignis, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, gar nicht so richtig erleben können, weil sonst wäre ich damit beschäftigt gewesen, wieder ein neues Video zu machen und gedanklich wäre ich da nicht so richtig da gewesen. So, Fakt. Vielleicht schaue ich noch ein bisschen verweint aus, ich weiß es nicht. Wir haben 4 Tage, glaube ich, 4 Tage waren es, nonstop fast durchgeheult. Wir haben förmlich Rotz und Wasser geheult. Ja, wir hatten ständig diesen langen Faden hier runter, wir hatten solche rote Augenlider, vor allem die Selina und ich. Die Selina ist unsere Tochter. Warum? Es ist etwas eingetreten, nämlich unser Hund Japhet, der 14 Jahre alt wurde, ist von uns in der Art und Weise gegangen. Ihr werdet das gleich hören, warum das jetzt die Betonung auf die Art und Weise. Wir haben gemerkt, dass er älter wird und wir haben gewusst, der Tag wird irgendwann kommen und es ist dann eigentlich relativ rasch gegangen. Ich glaube, 1, 2 Wochen war das, wo er so richtig bergab gegangen ist und verfallen ist. Details brauche ich euch nicht erklären. Jeder, der einen Hund hat, weiß, wie sehr man einen Hund liebt, und wenn man das dann miterlebt und sieht, wie der Hund verfällt, dann zerreißt es einem da drinnen. Ja, dann bricht einem förmlich das Herz. Und ich glaube, diese ganze Erfahrung war wichtig für uns alle, auch für mich. Ja, es hat mich sehr verändert und diese Veränderung, die möchte ich euch jetzt sagen, was das mit uns gemacht hat. Vor allem mit mir. Also, wie gesagt, wir waren fast 24 Stunden durchgehend am Japhet seiner Seite. Und zuletzt war es so, er konnte dann gar nicht mehr aufstehen, wenn dann gerade noch zum Lulu und Gacki machen und damit, er hat so ein Brustgeschirr gehabt, mit bisschen hochheben, hinten anschieben. Und das war das Letzte, was er dann eigentlich noch gemacht hat. Ansonsten ist er nur mehr gelegen, hat den Atem einmal ein bisschen höher, einmal ein bisschen niederer. Wir hatten dann immer schon gedacht, jetzt hört er auf zum Atmen. Auf jeden Fall, das war das letzte Stadium, wo er war. Und interessant war, er ist immer auf einen Platz zurückgegangen und er war echt stur, er hatte nicht mehr viel Kraft, ja. Und wir haben immer versucht, ihn woanders hinzuziehen, wo es eben schattiger ist. Und er wollte auf einen Platz, an den er sich sonst nie hingelegt hat. Ja, und das war der Platz an unserem Teich unten. Und wenn ich taufen darf, dann habe ich so einen kleinen Hochflorteppich und da darf sich der Täufling dann draufstellen und ich darf den Täufling taufen. Und auf diesen Teppich wollte er unbedingt immer hin. Mit letzter Kraft, hinten schon das Hintergestell runter, vorne, und dann ist er sowieso auf dem Teppich eingegangen und das war sein Platz. Es war wirklich außergewöhnlich. Das nächste Außergewöhnliche war, wir haben uns von unserem Japhet als Familie, die ganze Familie ist zusammengekommen, wir haben uns verabschiedet. Und es war so, der Himmel war echt magisch und mystisch und wir haben uns wunderbar verabschieden können. Es war zwar sehr schmerzhaft, da sind noch einmal viele Tränen geflossen. Unser David hat einen so schönen Brief verfasst, wo er zum Japhet gesprochen hat, in unserer aller Stimme, und das war sehr bewegend. Ja? So, und dann ist es eben dazu gekommen, dass der Japhet jetzt wirklich gegangen ist in der Art und Weise. Und jetzt dieses Wort in der Art und Weise, was heißt das? An dem Tag, wo er gestorben ist, das war gestern, am Abend, wir haben natürlich, also ich zumindest und die Selina, tagelang nichts gegessen. Ja, wir waren dehydriert vom vielen Heulen. Wir haben nichts gegessen und in dieser Zeit
muss ich ehrlich sagen, unsere Nerven waren blank. Wir waren am Ende unserer physischen Kraft, ja, wir waren alle schon so, also ein falsches Wort und genau in dieser Situation, da hat Satan zugeschlagen. Da hat er uns so richtig schwach gesehen, ja, und das sind die Situationen, wo er gerne zuschlägt. Es sind dann so viele Dinge von außen dazu gekommen. Wir haben 4 kaputte Autos, ja, zwar nicht jetzt Totalschaden, aber trotzdem, wir haben 4 kaputte Autos. Dann hat sich der David noch komplett verrissen, er konnte sich gar nicht mehr bewegen, ja, er war dann ganz steif. Dem Fernando hat er noch die Wespe gestochen, also es ist alles drunter und drüber gegangen. Ja, man hat so richtig bemerkt, jetzt legt er noch eine Schaufel zu. Und genau, und dann ist der Japhet eben verstorben und wir haben dann gesagt, okay, wir müssen was essen und ich bin dann im Auto gesessen, weil wir uns was geholt haben. Zum Kochen war ich sowieso unfähig. Und ich sitze dann im Auto und hatte ein Gefühl, das hatte ich noch nie in meinem Leben. Ich bin gesessen und ich war leer. Ich bin einfach gesessen und ich war vollkommen leer. Ich atmete sehr flach und dieses tief ein- und ausatmen, ich konnte nicht. Ich wollte so richtig so mal so tief Luft und so. Das macht man manchmal, ja, da fällt ein Stein weg, aber das ging gar nicht. Ja. Ich bin einfach nur gesessen und ich konnte gar nicht denken. Ich habe es nicht realisieren können, es war irgendwie komisch und ich habe mir gedacht, wow, morgen wird es mich zerreißen, weil morgen, das heißt heute, ist der Tag, wo wir ihn beerdigen. Wir haben beschlossen, wir basteln eine schöne Holztruhe, wir legen ihn rein mit seiner Lieblingsdecke. Wir haben ihm jeder noch ein Blümchen hineingegeben, er hat noch ein Schäfchen hineinbekommen, ein Herz, jeder durfte noch etwas hineingeben, ein kleiner Löwe, der Simba, der ihn bewacht. Und so hat jeder noch was hineingegeben zum Japhet. Wir haben ihm dann über Nacht ins Gästezimmer gegeben und ich habe gesagt, ich will nicht mehr reingehen, ich will ihn nicht mehr sehen, ich will ihn in Erinnerung haben, so wie seine letzten Atemzüge waren. Da hat er noch so in die Gegend geschaut, er hat jeden noch angeschaut, er hat Kontakt gehabt mit jedem einzeln in die Augen. Es war sehr, sehr bewegend. Der Abschied, also das letzte Stückerl, die letzten paar Minuten waren dann nicht mehr so schön. Und auf jeden Fall, ja, und dann heute in der Früh wäre ich wach und denke mir, oh, ich will die Augen gar nicht aufmachen, ich weiß, die Gedanken gehen jetzt los, es tut so weh und Japhet ist nicht mehr da und dann plötzlich kommen so, wie soll ich das beschreiben? Das kann man gar nicht beschreiben. Das waren so Erkenntnisse, Gedanken sind da auf mich hereingekommen. Fast wie wenn wörtlich gestanden ist, der Tod ist nicht das letzte aus. Ja, der Japhet lebt. Und ich habe das dann so gespürt, ich habe gewusst, der Japhet hat nur seinen Körper verlassen. Und ich habe nicht geglaubt, ich habe es gewusst, ich habe es gefühlt, er ist da. Er ist da. Zwar unsichtbar, aber real, voll real. Er ist da, er ist auch jetzt da. Ja? Und dann ist mir das so richtig bewusst worden, dass der Japhet eigentlich nur durch den Tod so durchgeschlüpft ist und jetzt schon im Reich Gottes ist. Und ich denke, weil ich habe diese super Kommunikation, ja, auch Selina schon, und ich denke, wenn wir hier auf der Erde lernen, das Böse wirklich abzulegen und in das Herz hineinzukommen und auch hier die Verbindungen zu schaffen zu Gott, zu den Menschen, zu den Tieren, dann ist da eine Beziehung da, die ist durch nichts zerstörbar. Nichts kann uns trennen von der Liebe. Ja, das steht ja, glaube ich, auch im Hohelied. Selbst das Feuer oder das Wasser, nichts kann uns trennen von der Liebe, eben die Gott zu uns hat und diese Liebe dann untereinander. Und dann habe ich das so gespürt und mir ist das so bewusst geworden, okay, ja, der Japhet ist jetzt drüben und wir sind noch da, aber wir waren trotzdem zusammen. Und dadurch bin ich heute so. Wir haben heute das Begräbnis gehabt und haben ihm noch ein Blümchen jeder draufgelegt. Und es war wunderschön. Wir haben uns bedankt bei unseren Helden. Der Japhet war unser Held, ja. Und jeder, der den Japhet gekannt hat, er war die pure Liebe. Ja, und Japhet ist als Geschenk in unsere Familie gekommen, um erstens einmal unsere Kinder zu begleiten. Die waren damals Pubertiere. Das war der David und die Selina, die beiden Kleinen. Und die hat er durch die Pubertät begleitet, diese 14 Jahre. Und
Wir haben durch den Japhet gelernt, was Liebe wirklich heißt. Und das erkennt man. Die Tiere sind da, um uns die Liebe zu zeigen. Der Japhet ist jeden Morgen aufgestanden und hat uns begrüßt. Und wenn du nach Hause gekommen bist, der hat sich sowas von gefreut. Der hat dir Gefühle gezeigt. Wir können uns gar nicht mehr so freuen. Und diese Liebe, die er uns gegeben hat und diese Freude, die war immer gleich. Ja, wir sagen ja, heute liebe ich dich, weil ich gut drauf bin, morgen nicht. Das war eine konstante, göttliche, reine Liebe, die war bedingungslos. Auch wenn wir geschimpft haben mit ihm. Ja, er war eine Schlawine, er ist oft abgehauen. Aber die Liebe war immer da und das bringen uns die Tiere. Und das ist für mich eine Erkenntnis gewesen, wo ich so dankbar bin, wo ich ihm dankbar bin und wo er jetzt schon gehen durfte, weil er hat den Auftrag erfüllt. Er hat seinen Auftrag in unserer Familie erfüllt. Und ich glaube, jedes Haustier und jeder Mensch, ja, hat einen Auftrag hier zu erfüllen. Und für mich und auch für die anderen war es jetzt nicht ein trauriges Abschiednehmen, sondern es war einfach, er ist da jetzt schon vorgegangen. Und dieser Bereich, in dem er jetzt ist, das ist einfach die andere Dimension. Das Reich Gottes, nämlich das Reich der Liebe. Und dort kommt man nur hinein, wenn man liebt und die Tiere lieben. Und dadurch darf der Japhet auch schon dort sein. Und wir haben auch diesen Vers in Kolosser 1, 12, 13. Dem Vater Dank sagend, der euch fähig gemacht hat oder auch tauglich gemacht hat. Und dieses griechische Wort schließt einen gewissen Anteil an Bevollmächtigung ein. Ja, er hat euch fähig oder tauglich gemacht. Zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Wir haben ein Erbe, wir die Heiligen, im Licht. Er hat uns gerettet, der Vater, er hat uns gerettet aus der Macht oder auch aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Da ist jetzt ein Change drinnen, ein Wechsel. Und den können wir nie von uns aus selbst vollbringen. Das geschieht, ja. Wir werden versetzt in das andere Reich, in die Königsherrschaft von Jesus Christus, nämlich seiner Liebe. Und da kommst du nur rein, wenn du liebst. Und ich möchte euch was zeigen. Ich habe ja den Japhet zum Schluss dann überall mitgenommen. Ja, er war auf so einer Decke, da habe ich ihn überall mitgeschliffen. Er war im Bad in der Früh mit mir. Ich habe ihn nachher dann in die Küche genommen, wo ich mal mein Frühstück gemacht habe, also meinen Tee. Und dann habe ich ihn ins Büro gezogen, damit er mich wieder sieht, damit er ja bei mir ist und mich beobachten kann. Er war überall mit dabei. Ja. Und dann habe ich aus dem Bad gestern noch das Badedackerl ausgeschüttelt und siehe da kommt noch so ein kleines Büschel, ein Haarbüschel vom Japhet. Und wüsste ich jetzt nicht, dass er lebt, wäre ich sowas von traurig und würde hier sowas von losheulen. Aber es ist einfach diese Erinnerung an diesen Körper, den er hier hatte. Und er hat einen wunderschönen Körper. Japhet war ein wunderschöner, bosnischer Straßenhund. Und ja, das ist eine kleine Erinnerung, aber nur an den Körper, weil er ist da. Und ich denke, dass wir viel mehr nachdenken sollten, wie wir die Tiere behandeln, wie wir mit den Tieren umgehen, wo wir uns vielleicht schuldig machen noch, wo wir die Tiere in grausamen Ställen, Massentierhaltungen, Käfigen gefangen halten, um sie nachher dann irgendwo abzuschlachten und sogar zu fressen. Das ist eine große Schuld vor Gott. Es gibt auch ein Video, hört endlich auf, die Tiere zu fressen. Ich stelle euch das unten rein. Das sollten wir mal bedenken und auf der anderen Seite sollten wir wirklich bedenken, dass wenn wir in dieses Reich des Sohnes der Liebe hinein wollen, hineinversetzt werden sollen, dann dürfen wir noch Buße tun und umkehren vom Bösen. Und die Tiere zeigen uns das. Die Tiere zeigen uns das. Und ich glaube, dass die Tiere einen riesen Auftrag hier haben. Unser Japhet hat ihn erfüllt. Danke, Japhet, du bist echt unser Held. Du hast die Sache gut gemacht.
Und ich glaube, ich denke, ich fühle, dass dieses Zeugnis bei manchen etwas bewirken wird. Denn es ist eine unsichtbare Dimension. Und ich hatte sie nie gekannt. Ich studiere schon jahrzehntelang die Bibel. Aber die Sache mit dem Tod war für mich ein unbekanntes Kapitel. Ich bin einmal mit dem Tod konfrontiert worden und das war, als mein Vater gestorben ist. Und da bin ich zu spät gekommen. Um ein paar Minuten, da war er schon gestorben. Da habe ich viel geweint. Aber viel mehr habe ich jetzt beim Japhet geweint. Und dieser Schmerz, dieses Trauergewand durfte ich ausziehen. Dank Gott. Weil Trauer darf sein. Der Japhet ist es wert, dass man um ihn trauert. Aber die Trauer darf nur von kurzer Zeit sein. Sie soll sich nicht zu lange ziehen. Nicht über Jahre, nicht über Monate. Sie darf kurz da sein. Ist okay. Aber nicht zu lange. Weil genau von dieser Trauer nähern sich diese Wesen, diese Aronten. Und den Gefallen tun ich und unsere Familie diesen Wesen nicht mehr. Ja, wir trauern kurz, wir haben kurz getrauert, wir haben genug geweint. Aber jetzt haben wir es ausgezogen wie ein Kleid und jetzt freuen wir uns, dass wir mit dem Japhet schon im Reich Gottes, im Königreich Gottes des Sohnes seiner Liebe sind. Und ich hoffe, ihr kommt auch bald dorthin. Und dazu wünsche ich euch Gottes reichsten Segen.